Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zum vorletzten Video hier auf meinem Kanal mit einer weiteren Runde Shakes and Fidget. Ja, morgen kommt ja schon Folge 1000, heute ist die 999. und danach ziehe ich durch. Dann ist Abfahrt hier, Cheerio, haut rein und ja, dann war's das. Ja, nee, natürlich nicht. Ja, wir werden uns auf der Folge 1000 nicht ausruhen, wir werden natürlich weiter durchklöppeln und bevor wir jetzt hier die vorletzte Folge anfangen, bevor es dann morgen zur großen vierstelligen Zahl geht, möchte ich erstmal mich bei euch nochmal bedanken in aller Form, dass ihr hier schon so lange mit dabei seid, dass ihr mich schon so lange hier auf YouTube begleitet. Auch wenn es nicht immer so, sag ich mal, die ja, besten Videos zwischendurch gab. Mal gab es mal ein paar mehr Highlights, mal ein paar weniger. Mal waren die Videos ein bisschen langweiliger, mal waren sie spannender. Ne? Aber so ist das halt mit dem Daily Upload. Da kann halt nicht jede Folge gleichwertig hoch sein. So, ne? Hoch ist natürlich hier bei dem Standard relativ mal zu erwähnen. Und ja, vorab, bevor es losgeht, möchte ich euch nochmal darauf hinweisen. Heute kam eine Folge bei dem guten Hanrizzle auf dem Kanal raus. Da war ich zu Gast gewesen und das war ein sehr, also wie ich fand, ein sehr interessantes Video, wo wir über verschiedenste Themen jetzt in Bezug auf mich jetzt, weil er mich halt interviewt hatte, mehr oder weniger in dem Video, zu sprechen kam und wen das Ganze interessiert. Der guckt einfach mal unten in die Videobeschreibung und klickt auf den Link und dann kommt ihr da direkt zum Video vom Basti. Und das würde mich sehr freuen, wenn ihr da mal rüber geht, ein paar schöne Grüße da lasst und ja, vielleicht auch einen Daumen nach oben. Ne? Also ein sehr interessantes Video, wo ich da halt interviewt worden bin und solltet ihr euch auf jeden Fall gönnen. Waren viele coole Themen mit am Start. Ja, und ging natürlich auch wieder länger als gedacht. Ja, wer hätte es gedacht? Ich schon. Ja, ansonsten ziemlich krass. Ich weiß gar nicht, was ich großartig erzählen soll. Es ist halt, wie es ist. Es ist schwierig, irgendwie ja, neue Themen zu finden. Es ist schwierig, nach der 1000. Folge einfach so weiterzumachen. Und ja, wer mich auch schon länger verfolgt, der weiß ja auch, dass ich zwischendurch mal überlegt hatte, ob die 1000. Folge denn auch nicht mal so langsam gut ist mit Shakes and Fidget und so. Und ja, alle so eine Sachen hatten wir halt auch in dem Video von Hanrizzle erzählt gehabt. Ne? Deswegen bitte ich euch da auch, ja, wie gesagt, wenn euch das Ganze interessiert, da auch mal rüber zu luschern. Es ist, ja, wie gesagt, den Umständen entsprechend halt ja, relativ kompliziert halt, sich neue Themen so aus den Fingern zu saugen, so, ne? Deswegen, da war ja auch schon damals beim Spieletrend quasi das Ding gewesen, warum er aufgehört hatte mit Shakes and Fidget, weil irgendwann die Themen halt einfach ausgingen, so, ne? Und so ähnlich, muss ich sagen, geht es mir halt auch mit den Folgen jetzt momentan gerade. Und ja, umso schwieriger wird es auch. Das Ding ist aber, ich weiß halt von mir selbst, dass, wenn es irgendwie wieder ein neues Update geben sollte, ich der Erste bin, der mich da wieder drauf stürzt auf die neue Materie, um das Ganze dann ja, wieder so schnell wie möglich dann hochzuladen und dann bin ich da wieder richtig hyped und dann lasse ich mich da mitnehmen und so. Und da ja 2022 ein sehr vollgepacktes Jahr werden soll an neuen Features und Content und Backend und Server-Merges vielleicht auch, was da alles auf uns zukommt, bin ich noch umso mehr gehypter, dieses Jahr natürlich noch weiter durchzuziehen, ne? Und mir da nicht die Butter vom Brot nehmen zu lassen, ja, sondern nämlich das ganze Brot alleine aufzuessen. So. Ja, und deswegen will ich da auf keinen Fall irgendwie da das Ganze hier schleifen lassen wie ein Rohdiamanten. Und deswegen wird es mich auch noch im Jahre 2022 weiterhin hier am Start geben. Ja, ich freue mich natürlich, wenn es immer neue Updates gibt zu SF Game. Das ist für mich immer ein Highlight so, ne? Wie eine Deckenlampe. Aber ja, der Zwischenraum ist es halt eben immer, der zu befüllen gilt. Also von Update zu Update, das hatte ich ja auch schon ziemlich häufig mal erwähnt gehabt. Und ja, das ist halt immer dann die
hohe Kunst, sag ich mal, mehr oder weniger, bis zum nächsten Update dann irgendwie durchzuziehen, so, ne? Und das ist halt eben das, was es mir auch dann so schwierig macht, von Zeit zu Zeit, auch dann die dementsprechenden Themen zu finden, weil, sind wir mal ehrlich, irgendwann wurde halt zu Shakes and Fidget irgendwie alles schon mal irgendwie erwähnt und gesagt und so. Ja, aber trotzdem versuche ich da natürlich immer weiterhin am Start zu bleiben wie Marathonläufer. Sehr gut, die Folge das läuft wieder sehr gut hier. Und deswegen, ja, also wie gesagt, so viele Sachen hatte ich schon bei Basti jetzt gesagt in dem Video, die ich euch jetzt auch in diesem Video nicht vorwegnehmen möchte. Und ja, ihr solltet euch das Video einfach anschauen. Ja? Sonst verpasst ihr da halt wirklich was. Und deswegen, ja, ich finde, das war eins der ja, interessantesten Videos, die ich so in letzter Zeit aufgenommen hatte, jetzt halt mit ihm zusammen so, wo ich sagen muss, jo, das war richtig nice gewesen, spontan entstanden und deswegen, ja, finde ich das auch auf jeden Fall ziemlich nice, das Ganze, ne? Ja, natürlich wird es direkt nach der Folge 1000 morgen dann auch ganz normal halt so wie gewohnt weitergehen, ne? Also da ist jetzt nicht irgendwie, dass ich mir mal jetzt einen Tag frei gönne oder mal irgendwie, keine Ahnung, eine Woche in Urlaub fahre oder so. Selbst da war es ja so gewesen, wenn ich mal irgendwann weggefahren sein sollte oder so, ne? Ist ja auch mal vorgekommen, dass ich mal dann 5 Tage oder so nicht am PC war. Dann war ich halt nur mit Handy online und dann musste ich halt die Alu irgendwie dann die Tage am Handy klickern. Und ja, selbst in dem Zeitraum ist es halt nicht passiert, dass irgendwie eine Pause oder so da geherrscht hatte. Dann wurde halt eben dementsprechend vorproduziert. Und produziere mal in Shakes and Fidget erstmal vor. Ja, da musst du quasi einen Tag nutzen für 5 Tage. So, da musst du irgendwie auf Krampf dann Themen finden, ja, um dann halt auch aus einem Tag so 5 Tage Shakes and Fidget rauszuholen. Das ist halt auch irgendwie immer schwierig. Und ja, aber so hat man sich dann halt eben auch mal so 5 Tage Freizeit mehr oder weniger verschafft, wo man halt eben vorher ein bisschen mehr Arbeit dann halt rein investieren musste, um halt dann halt auch ein bisschen mehr Freizeit zu haben. Aber wer das eine will, muss das andere mögen, ne? Ich habe mir ja diese Last mehr oder weniger selbst aufgelegt. Ja doch, eigentlich habe ich es mir nur selbst aufgelegt. Da hat eigentlich niemand anderes was mit zu tun. Aber das ist eben einfach so gekommen, das passiert. Es war ja nicht von Anfang an der Fall gewesen, dass ich immer Daily Content gebracht hatte, aber irgendwann hatte sich das dann halt einfach eingebürgert gehabt und jetzt bin ich schon seit safe über einem Jahr dabei, jeden Tag Content zu bringen, ne? Wenn es jetzt irgendwie mal einen Livestream geben sollte, dann ist es natürlich so, dass dann an dem Tag kein Video kommt, was aber auch schon mal vorgekommen ist, dass beides an einen Tag kam. Das ist halt dann auch immer Content abhängig, so, ne? Und wenn halt eben neues Content-Update da ist, dann wird dann in der Zeit halt eben auch davon dann am meisten auch gezehrt, ne? Das ist halt auch ganz klar. Bis euch dann das Thema irgendwann zu den Ohren raushängt und ihr davon eigentlich nichts mehr hören könnt, ne? Aber das ist halt eben der Struggle mit dem Daily Upload so, was mittlerweile aber für mich so ein bisschen mehr so zum festen Tagesablauf gehört und so ein bisschen auch ja, Disziplin, sag ich mal, von einem verlangt, dieser Streak weiterhin treu zu bleiben und diese Streak weiterhin aufrecht zu erhalten. Und ja, umso ärgerlicher wäre es ja dann halt, wenn man diese eben abbrechen würde. Das Daily Content machen gehört für mich schon so mit dazu, wie täglich meine Alu zu klicken. Wenn du da einen Tag irgendwie verpassen solltest, dann ärgerst du dich. So. Und dann sagst du dir, scheiße, diesen einen Tag werde ich immer meiner Konkurrenz zurückhängen. So, die werden immer einen Tag mehr gespielt haben als ich. Ja, so denke ich jetzt mittlerweile, obwohl ich hier auf meinem Server als ein sehr krasser Spätstarter gestartet bin. Wenn man das hier mal eingibt, bin ich hier auf Platz 150.000 gestartet, hier auf meinem Server. Also man kann schon fast sagen Aufholjäger. Und ja, trotzdem hat mich der Ehrgeiz jetzt mittlerweile seit den Jahren so sehr gepackt, dass ich hier, weiß ich nicht,
ich will jetzt schon fast sagen, irgendwie seit gefühlt 8 Jahren, 7, 8 Jahren keinen einzigen Tag Alu verpasst habe. Und das ist halt auch erstmal eine Kunst und das zeugt auch irgendwo von Disziplin und Ausdauer, ne? Was man halt eben auch den Leuten hier oben wirklich zugute halten muss, dass die halt ja, halt auch gerechtfertigt da oben stehen. Nicht nur, weil sie vielleicht viel Geld ausgegeben haben, wie der Strider, aber zum Beispiel auch so ein Viper, der jetzt hier gerade nicht zu sehen ist. Ich glaube, ja, dann ist hier der Manchurian gerade auf S1, der hat da den Viper abgelöst. Aber der Viper ist ja auch jemand, der nicht viel Geld in das Spiel gesteckt hat und trotzdem hier so weit oben ist. Das zeugt halt eben von jahrelanger Disziplin und Ausdauer, dass man halt eben dann trotzdem so weit oben stehen kann. Ne? Ja, ich bin hier gerade auf Platz 76, sehe ich. Kämpfen wieder gegen Nahok. Also das ist auch ziemlich interessant, da gucke ich momentan wirklich jeden Tag rein. Nur ein spannender Kampf gewesen, kann ich von Glück reden, dass ich nicht gekrittet habe. Sonst wäre ich schon down gewesen, weil der hat ziemlich viel Intelligenz. Und ich habe generell gesehen, ich bewege mich zwischen relativ vielen Magiern. Also ein paar Kundschafter, ein paar Krieger, aber es sind mehr Magier, sag ich mal. Deswegen ist es, glaube ich, auch nicht verkehrt, wenn ich ein bisschen mehr mein eigenes Hauptattribut skille, weil es ja nur von Vorteil sein kann gegen die anderen Magier so. Und ich glaube, mit 150.000 Intelligenz bin ich schon relativ gut aufgestellt. Oha. Okay, ich habe nichts gesagt. Der ist ja nochmal heftiger hier. Das ist ja fast ein Tank-Mage. Aber der spielt ja fast 50-50 hier. Aber das würde ich euch wiederum nicht empfehlen irgendwie. Als Magier bringt einen das, glaube ich, nicht so sehr viel so krass auf Ausdauer zu gehen. Ich glaube, die haben mehr davon, ein bisschen mehr Schaden auszuteilen, als einzustecken. Ja, das ist, weiß ich nicht, aber ist auch ziemlich interessant mal zu sehen. Wenn man jetzt mal hier den nächsten Magier anschaut. Okay. Ja, der ist so ungefähr gegen das Level, was ich hier gegen Mahok kämpfe die ganze Zeit, oder Nahok, oder wie er heißt. Ne? Ja, obwohl der Dude da oben, glaube ich, nochmal ein bisschen mehr Ausdauer gehabt hat. Was ich doof finde, ist, dass man hier immer auf Platz 1 zurückspringt. Das finde ich irgendwie ein bisschen lästig. Ja, er hat nochmal ein bisschen mehr Ausdauer. Das kommt mehr so an meine Ausdauer nachher ran hier. Allerdings fehlt es mir da, wie gesagt, noch krass an der Intelligenz. Da muss ich noch ein bisschen schlauer werden in Zukunft. Ne? Judy, ja, das war's, denke ich mal, auf jeden Fall soweit zur vorletzten Folge. Ne? Seid gespannt, was morgen kommt. Schraubt aber allerdings eure Erwartungen nicht allzu hoch. Dann könnt ihr auch nicht enttäuscht werden. Das möchte ich nochmal dazu sagen. Das Ganze ist jetzt nichts Professionelles irgendwie. Das Ganze habe ich selbst geschnitten. Und deswegen gibt es da jetzt auch nichts Weltklasse-Bewegendes so zu sehen zur 1000. Folge. Ich hoffe, euch gefällt das Ding aber trotzdem. Und ich hoffe, ihr lasst da auch kräftig euren Support da, weil es ja schon irgendwo was Besonderes ist. Es gibt, glaube ich, noch keinen YouTuber, der irgendwie zu Shakes and Fidget jetzt so am Stück 1000 Videos insgesamt gemacht hat, dass er jetzt hier die 1000. Folge so feiern und zelebrieren kann. Deswegen ist es schon irgendwo ein Meilenstein und es ist auch schon irgendwo was Besonderes und wird auch in der Form das erste Mal so gewesen sein. Ob es das letzte Mal so gewesen sein wird, das weiß ich nicht. Da muss man dann an die, ja, so ein bisschen an die Nachwuchs Shakes and Fidget YouTuber denken, falls es da welche gibt, die dann sich die Last auferlegen und dann auch 1000 Folgen hochladen eines Tages vielleicht mal. Man weiß es ja nicht, was da noch in Zukunft so kommt, falls ich da noch sein sollte. Und, oder ob das Spiel dann noch existiert oder ob wir alle noch existieren. Das weiß man heutzutage eh nicht so genau. Deswegen sollten wir jeden Tag so genießen und ja, zelebrieren, als ob es der letzte wäre. Ganz tolle Worte. Hat man auch noch nie gehört irgendwo anders. Okay, Goodie. Leute, bleibt gesund, bleibt stabil. Ich verabschiede mich hier von der Folge 999. Krass. Das ist einfach, wenn ich so überlege, dass ich da jetzt schon so viele Videos jetzt schon gemacht habe, so oft in der Bearbeitung gesteckt habe, so oft im Schnitt gesteckt habe, so oft auf diesen Upload-Knopf gedrückt habe.
kann ich mir das gar nicht vorstellen irgendwie. Das sind ja jetzt schon weit über 1000 Videos. Insgesamt sind es jetzt auf meinem Kanal über 1400, fast 1500 Videos. Hätte ich mir nicht träumen lassen, dass ich das Ganze hier so lange mache. Aber ja, sieht man mal, ne? Wohin es einen so verschleppt. Alles klar, Leute. Jetzt sind wir aber wirklich raus. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich bedanke mich. Haut rein und bis zum nächsten Mal.